Der neue Dacia Evada heißt nun Dacia Spring? Ja, Tatsache. Und der wird ein wenig größer und breiter als der aktuelle Spring, soll ihn aber nicht ersetzen. Los geht's! Das Konzept sowie der Erlkönig war bisher noch als Dacia Evada bekannt. Hätte eigentlich auch gut in die Namensgebung der restlichen Dacia-Modelle gepasst, aber in meinen Ohren hört sich das irgendwie nach etwas krassem, fetten, etwas übertriebenen an, was da auf uns zurollen soll. Vielleicht hat sich Dacia ja dasselbe gedacht und so kurzerhand beschlossen, den Spring-Namen beizubehalten. Das neue Modell, das technisch eng mit dem Renault Twingo E-Tech Electric verbunden ist und künftig in Europa anstelle von China produziert wird, trägt also offiziell den Namen New Spring. Im Alltag wird der kleine Stromer jedoch weiterhin einfach als Spring auftreten. Mit dem Zusatz New soll vor allem die neue Generation vom aktuellen Modell abgegrenzt werden, das zunächst weiterhin parallel angeboten werden soll. Dacia behält übrigens den Namen Spring deswegen bei, weil das Modell laut dem Unternehmen auf der Kontinuität eines Fahrzeugs basiert, das zu einem Maßstab geworden ist. Seit 2021 wurden europaweit etwa 210.000 Exemplare verkauft, darunter rund 50.000 in Deutschland. Neueste Erlkönig-Fotos des New Spring zeigen, dass die Verbindung zum elektrischen Renault Twingo deutlich zu erkennen sein wird. Der Dacia übernimmt typische Merkmale wie die nach hinten geneigte C-Säule, die geschwungene Dachlinie und die rundliche Gestaltung der hinteren Fenster. Trotz der gemeinsamen Grundlage bleibt der Spring aber unabhängig. Dacia verzichtet an der Front auf die runden Scheinwerfer des Twingo und verwendet stattdessen eine schmale, glänzend schwarze Blende, ähnlich wie beim aktuellen Spring. Auch am Heck gibt es Abweichungen. Die Fensterverkleidung in Form einer Raute fehlt beim Twingo, während die Rückleuchten höher angebracht sind. Der neue Spring geht zwar in eine ähnliche Richtung wie das aktuelle Modell, wird dieses jedoch nicht direkt ersetzen. Dacia-Produktchef Patrice Lévy-Benchton äußerte sich dahingehend, dass die beiden Fahrzeuge noch ziemlich unterschiedlich seien. Der neue Spring werde etwas größer und breiter sein und stärker von der SUV-Designsprache der Marke geprägt sein. Laut Herstellerangaben soll der neue Spring 4 echte Sitze und einen richtigen Kofferraum bieten. Im Vergleich dazu, der Renault Twingo E-Tech Electric, der ja technisch verbannt ist, bietet hinter den Rücksitzen einen Stauraum von bis zu 360 Litern. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da habe ich mir mittlerweile schon einige Designs ausgedacht, die euch hoffentlich gefallen könnten. Darunter das herkömmliche Logo, der Elektronaut und das Space Nebula Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Dacia schweigt noch zu den technischen Daten. Es wird jedoch angenommen, dass der neue Spring viele Komponenten des Twingo übernimmt. Diskutiert wird eine Batterie mit 27,5 Kilowattstunden, die eine Reichweite von etwa 260 Kilometern ermöglichen könnte. Ja, und das war's auch erstmal mit möglichen Daten. Sobald der aber offiziell vorgestellt wird, könnt ihr euch sicher sein, dass ich auch darüber berichten werde. Dacia bleibt bei der Preisgestaltung seinem Konzept treu. Der neue Spring soll einen Einstiegspreis von unter 18.000 € haben. Damit wäre er günstiger als der Renault Twingo E-Tech Electric, dessen Einstiegspreis von 19.990 € ihn direkt zu den günstigsten Elektroautos auf den Markt macht. Es wird erwartet, dass der neue Dacia Spring im Oktober auf dem Pariser Autosalon offiziell vorgestellt wird. Dacia plant also, seine Offensive im Bereich Elektrofahrzeuge weiter auszubauen. In den nächsten 4 Jahren sollen 3 weitere elektrische Modelle eingeführt werden. Eine davon wird die elektrische Variante des kommenden Sandero sein. Das populäre SUV soll eine Multi-Energie-Antriebsstrategie verfolgen und weiterhin mit verschiedenen Antriebskonzepten erhältlich sein. Aber was denkt ihr erstmal über den neuen Dacia Spring? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!